Pirate X hat eigentlich seine Wurzeln in der Marke Pirate selbst und Pirate kommt aus der Startup-Welt. Wir haben 2011 angefangen mit dem allerersten Pirate Summit. Das ist unser größtes Flagship-Event, was eigentlich jedes Jahr, wenn nicht gerade eine weltweite Pandemie im Sommer stattfindet, hier in Köln 1200 Gründer, Investoren und Corporates aus aller Welt, die zusammenkommen. Und das hat sich über die Jahre etabliert. Dann haben wir 2014 angefangen mit anderen Brand-Events und anderen Startup-Events, die Exec, der Om Club, die Startup Safari, Jeckentech, und das Ganze hat sich dann so entwickelt, dass irgendwann mal angefangen wurde, von externen Anfragen an uns zu stellen, ob wir denn nicht für Leute Pirate Events produzieren könnten. Und so ist Pirate X dann entstanden. Pirate X als die Pirate-Style Event-Agentur. Und genau, da kommt Pirate her, und wo wir hingehen, das wird die Zeit zeigen. Unser Kerngeschäft bei Pirate X: wir sind eine Full-Service-Agentur für Online- und Hybrid-Events. Das fängt im Prinzip im Kleinen an, bei Webinaren mit vielleicht 25 Teilnehmern, und geht dann hoch bis zu großen Messen mit vielleicht 25.000 Teilnehmern, 1000 Ausstellern, die sich auf einer digitalen Plattform treffen. Warum können wir das ganz gut? Weil wir unsere Wurzeln in der Kreation von physischen Events haben. Das heißt, was wir auf jeden Fall können, ist Zielgruppen analysieren, Eventkonzepte kreieren, überall überlegen gemeinsam mit Kunden, welche Geschichte will ich erzählen, warum und wie möchte ich die erzählen, und daraus resultiert dann letztendlich ein inhaltliches Konzept sowie eben eine technische Umsetzung dafür. Unsere Offline-Events haben jetzt erstmal lange nicht mehr stattgefunden. Da haben wir hauptsächlich eben darauf geachtet, wo sie stattfinden, wie unser Catering aussieht und was wir dort produzieren. Mit dem Switch auf Online-Events wurde das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Das liegt einfach daran, dass keine 1500 Teilnehmer aus aller Welt herreisen müssen. Das heißt, Transport und Mobility ist schon mal ein Riesenfaktor, der wegfällt. Aber weitere Nachhaltigkeitspunkte, auf die wir jetzt auch viel mehr und vermehrt achten, sind eben Punkte wie: bei der Produktion gibt es nur lokales und vegan oder vegetarisches Catering, und bei dem Setup geht es vor allem darum, was stellen wir hin, woraus wird es produziert und was kann man damit machen. Also wir verzichten gänzlich auf irgendwelche Banner, die riesengroß sind und beim nächsten Event weggeworfen werden müssen, und genau, in letzter Zeit haben wir auch darauf geachtet, eben recycelbare oder Karton- und Papier-based Sachen mit zu benutzen, weil die sind praktisch, sind schnell aufgebaut, sehen gut aus, und die kann man im besten Falle wiederverwenden. Das Besondere an unseren Events: eigentlich fallen mir zwei Sachen ein. Ich würde sagen, das erste ist eine gewisse Liebe zum Detail. Das heißt, wir merken inzwischen, dass die Erwartungshaltung bei Online-Events deutlich gestiegen ist. Das heißt, viele Veranstaltungen sind komplett aus dem Corona-bedingten Krisenmodus rausgekommen, und die Leute, die Events besuchen, auch online, erwarten inzwischen viel, viel mehr. Das heißt, ich muss ein Setting kreieren, was einen Eventcharakter versprüht und sich in dem Fall auch deutlich unterscheidet vielleicht von der montagsmorgens Videokonferenz. Und wenn ich als Teilnehmer merke, hat jemand mit einer gewissen Liebe zum Detail was kreiert für mich, was wirklich Event-Feeling versprüht, dann ist das eine Sache, bei der wir gerne helfen, und die macht uns letztendlich aus. Und die zweite Sache würde ich mal so nennen: mit Erwartungshaltungen brechen. Das heißt, warum nicht einen unkonventionellen Weg gehen? Warum nicht vielleicht dahingehend beraten, dass in einer Interviewsituation der CEO auf einer Couch sitzt, aber dort interviewt wird und dadurch viel mehr Studio-Setup, viel mehr Nahbarkeit und viel mehr Zugänglichkeit zu einer Thematik transportiert wird. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die uns ausmachen. Das perfekte Setting. Ja, auf jeden Fall. Natürlich gibt's das perfekte Setting so pauschal nicht. Das wäre sicherlich falsch. Aber ich glaube, das perfekte Setting, das muss zur Zielgruppe passen und das muss ein Stück weit dynamisch sein. Das heißt, ein perfektes Setting kann sich im Rahmen einer Veranstaltung auch immer wieder verändern. Das heißt, abhängig von den Inhalten, die ich transportiere, sind das gerade vielleicht Fachthemen oder ist das irgendwie eher so ein Networking-Format, wo ich Leute zusammenbringe, kann ich mit verschiedenen Settings spielen. Und ich brauche vor allem, wenn wir über Online-Events reden, ganz andere Settings als bei physischen Events oder vielleicht so in der Königsklasse hybride Events, wo ich Personen vor Ort habe und ich habe eine Online-Community und muss in dem Fall darauf achten, dass die Online-Community nicht irgendwie zur Zielgruppe zweiter Klasse wird. Also perfektes Setting. Pauschal gesagt schwierig, aber dynamisch und mit wechselnden Elementen kann ich was Cooles kreieren. Man muss sich erstmal die Frage stellen, was soll auf die Bühne, und
was ist wirklich notwendig auf der Bühne und vor allem aber, woraus besteht das und wo kommt das her? Ich glaube, es ist sehr wichtig, darauf zu achten, ob das Sachen sind, die man Secondhand benutzen kann oder sich eben dazu mieten kann, anstatt die irgendwie zu kaufen und dann nur einmal zu benutzen. Und der andere Punkt ist einfach wirklich das Material, woraus es besteht. Keine unnötigen Kunststoffe oder Plastiksachen zu benutzen, die man einmal branden lässt und dann wegschmeißt. Und genau, im besten Falle natürlich recyceltes oder recycelbares Material benutzen. Und da gibt es ja immer gute Anbieter, die große Rückwände oder einfach Stands aus Papier und eben Pappe und Karton machen können. Und ich glaube, damit hat man schon einen sehr, 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 sehr großen Anteil daran getan, ein nachhaltiges Bühnensetting zu kreieren.